Hallo und willkommen in meiner Küche. Gutes Essen muss nicht kompliziert sein. In diesem Video zeige ich, wie ich Pasta mit Spargel zu einem sauleckeren Essen zubereite. Allerdings gibt es einen kleinen Trick zu beachten. Zunächst wird wie immer das Wasser zum Kochen der Pasta aufgesetzt und kräftig gesalzen. Hier habe ich die Spitzen von Bruchspargel, die es bei uns auf dem Markt zu kaufen gibt. Man kann auch normal langen Spargel verwenden. Falls noch nicht geschehen, muss der Spargel natürlich geschält werden. Zum Schälen verwende ich einen Sparschäler und lege den Spargel auf die Kante eines relativ hohen Brettes, so dass ich ihn schräg halten kann. Das erleichtert die Arbeit. Man muss einfach nur möglichst schnell vorgehen und sich nicht daran stören, wenn Schalenstreifen am Messer hängen bleiben. Natürlich muss auch noch ein Stück vom Anschnitt abgeschnitten werden, bei den Spargelspitzen ist das nur ganz wenig. Spargel verliert beim Schälen fast 35% des Ausgangsgewichtes. Wenn ich also 300 Gramm geschälten Spargel haben möchte, sind das nur 65% von dem Spargel, den ich eingekauft habe. Ich muss also wie folgt kalkulieren. 300 geteilt durch 65 mal 100 gleich 462. Ich muss also knapp 500 Gramm Spargel einkaufen. Das nur nebenbei. Ist der Spargel lang, wird er zunächst halbiert. Ich möchte lange Spargelstücke behalten, die möglichst dünn sein sollten. Dazu schneide ich längs ein kleines Stück ab, das vielleicht ein Viertel des Umfanges ausmacht. Anschließend drehe ich den Spargel auf die Schnittfläche, so dass er nicht mehr wegrutschen kann, und jetzt schneide ich das verbleibende Stück je nach Dicke noch ein- oder zweimal durch. Der Spargel wird in eine große Pfanne gegeben, gesalzen und mit einem Stück Butter verwöhnt, dann gebe ich 250 Gramm Wasser dazu, das ich abgemessen habe. Unter einem Deckel lasse ich den Spargel ca. 12 Minuten garen, bis die Stücke weich sind. Sie werden aus der Pfanne genommen und zugedeckt beiseite gestellt. Das Kochwasser des Spargels wird unbedingt aufgehoben und ebenfalls zugedeckt. Das Pastawasser kocht mittlerweile und jetzt können die Nudeln hineingegeben werden. Welche Sorte ihr verwenden wollt, müsst ihr entscheiden. Ich habe Tagliatelle genommen. Sie werden ins Wasser gegeben und höchstens die halbe Zeit der auf der Packung angegebenen Garzeit gekocht. Dann werden sie aus dem Wasser geholt und in das kochende Kochwasser des Spargels gegeben. Dort können sie weiter kochen und sich dabei mit dem Spargelwasser vollsaugen. Das hat natürlich einen intensiven Geschmack nach Spargel zur Folge und so soll es sein. Die Pasta wurden noch ein paar Mal im Wasser hin und her geschwenkt, dann können sie weiter kochen und zwar unter einem Deckel, damit möglichst wenig Wasser verdunstet, aber dafür in die Nudeln ziehen kann. Natürlich muss hin und wieder durchgerührt und dabei darauf geachtet werden, dass sich noch genügend Wasser in der Pfanne befindet. Und natürlich müssen auch die Pasta probiert und auf ihren Gargrad getestet werden. Der eine möchte sie sehr weich, der andere eher al dente. Das müsst ihr für euch entscheiden. Finden die Pasta euren Gefallen, gibt man noch 2 bis 4 Esslöffel Sahne dazu, sowie den Spargel, damit dieser wieder richtig heiß werden kann. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Das war es auch schon. Das Essen kann auf die vorgewärmten Teller verteilt werden und der Spargel wird oben aufgegeben. Man kann auch noch mit etwas klein geschnittenem Schnittlauch ausgarnieren. Zum Abschluss wird die Soße darüber verteilt. Ich habe mit Absicht auf Knoblauch, Schinken, Speck, Eier oder Käse verzichtet, denn all diese Zutaten würden den Geschmack des Spargels nur überdecken. Dieses Essen ist ebenso simpel wie einfach. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Hier ist noch die Zutatenliste. Pasta mit Spargel für 2 Personen. 300 Gramm Spargel geschält. 30 Gramm Butter. 250 Gramm Wasser. Meersalz, 4 Esslöffel süße Sahne oder Mascarpone, Nudeln nach Geschmack und Hunger, ca. 150 Gramm, Schnittlauch zum Garnieren.
Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!